In diesem Video geht es um den aktuellen Trend der Pflegeimmobilie, also eine Pflegeimmobilie, ein Altenheiminvestment als Kapitalanlage. Und die Frage, die sich natürlich jeder stellt, ist, lohnt sich das Ganze? Lohnt es sich für dich, in eine Pflegeimmobilie zu investieren? Eine klassische Pflegeimmobilie ist im Prinzip nichts anderes als eine Eigentumswohnung, die sich in einem Altenheim oder einem Pflegeheim befindet. Durch den Grundbucheintrag kannst du als Investor in eine Wohnung in einem Altenheim diese Wohnung vererben, verschenken oder auch ganz normal verkaufen. Der Unterschied ist nur, dass du diese Wohnung nicht an einen Mieter vermietest, sondern dass du im Prinzip diese Wohnung in der Regel an einen Betreiber verpachtest, und zwar einen Betreiber eines Alten- oder Pflegeheimes, in der Regel auch für 20 bis 25 Jahre. Was genau ist ein Pflegeheim? Ein Pflegeheim ist eine Einrichtung, wo Menschen, die unterstützungsbedürftig sind, von Angelernten oder Fachpersonal in ihrem Alltag unterstützt werden. Es gibt verschiedene Gründe, warum man in ein Altenheim oder Pflegeheim gibt. Gründe ist natürlich altersbedingt. Das bedeutet, man kann zu Hause seinen Alltag nicht mehr eigenständig gestalten, oder man ist vielleicht behindert oder schwer behindert. Oder es gibt andere Gründe, warum man im Prinzip Unterstützung braucht und seinen Alltag nicht mehr eigenständig bewältigen kann. Oder es gibt auch im Umfeld keine Angehörigen mehr oder Bekannte mehr, die im Prinzip in der Lage sind, sich um diesen Menschen zu kümmern. Für genau diese Menschen sind Pflegeheime, Wohnheime oder Altenheime gemacht. Hier gibt es verschiedene Kombinationen und Ausprägungen, aber im Prinzip geht es um eine bestimmte Form des betreuten Wohnens, und die Betreuung kann unterschiedlich und nach Pflegestand ausgestaltet werden. Das ist das Modell eines Pflegeheims. Ich selbst habe auch eine gewisse Zeit im Krankenhaus gearbeitet als Zivildienstleistender und habe dort selber auch auf Stationen gearbeitet, wo pflegebedürftige und unterstützungsbedürftige Menschen waren. Und hier habe ich die Arbeit kennengelernt und weiß, dass die Arbeit viel von Menschen abverlangt. Sie verlangt Zeit ab, Fürsorge, und es ist auch teilweise harte körperliche Arbeit. Deswegen habe ich hohen Respekt vor jedem, der in der Pflege tätig ist, und weiß auch, dass diese Menschen in der Regel chronisch unterbezahlt sind für die Leistung, die sie erbringen müssen. Oft habe ich auch sehr hohen Respekt empfunden vor Krankenschwestern oder Stationspflegern, die oft sehr unterbesetzt in ihren Stationen viel leisten mussten, um irgendwie die Situation am Laufen zu halten und die Patienten bestmöglich zu betreuen. Es ist also ein harter Job mit Personalmangel, und dieses Personal wird in der Regel schlecht bezahlt. Ich selber habe mich nach diesem Zivildienst gegen das Studium der Medizin entschieden, weil ich festgestellt habe, das ist nicht meins. Ich bin einfach nicht damit klargekommen, dass die Medizin doch recht schnell an ihre Grenzen kommt, und auch habe ich mich mit dem Thema Blut und Eingriffe in den Patienten und auch die Prozesse, die ich dort kennengelernt habe, selber nicht so wirklich identifizieren können, und bin froh, dass es Menschen gibt, die das können und denen das Thema liegt. Aber kommen wir zurück zum Pflegeheim. Das klassische Pro-Argument für das Investment ins Pflegeheim ist, dass die Menschen in Deutschland immer älter werden, was folgende Grafik veranschaulicht. Des Weiteren ist der durchschnittliche Deutsche zwischen 44 und 45 Jahre alt. Das heißt, der durchschnittliche Deutsche ist eigentlich heute schon alt, wenn man ihn mit anderen Ländern in Südamerika zum Beispiel vergleicht, wo eine wesentlich jüngere Bevölkerung da ist. Und das lässt natürlich für dieses Geschäftsmodell Pflegeheim positive Wachstumsraten erwarten. Immer mehr Menschen sind im Zuge der Alterung natürlich auch von der Pflegebedürftigkeit betroffen, was folgende Grafik ganz klar zeigt. Im Dezember 1999 gab es 2,02 Millionen Pflegebedürftige. Im Dezember 2009 war die Zahl schon auf 2,34 Millionen gestiegen, und im Dezember 2019 waren 4,13 Millionen Menschen pflegebedürftig im Sinne des Pflegeversicherungsgesetzes. Mit der Nachfrage gibt es also definitiv in Deutschland augenscheinlich keine Probleme. Grundsätzlich ist es meine Meinung, dass Pflegeheime eigentlich nur in staatliche oder kirchliche, karitative Einrichtungen gehören, also Non-Profit-Organisationen, weil ich finde persönlich, dass es einen Zielkonflikt gibt. Auf der einen Seite Menschen maximal
in ihrem Alter und menschenwürdig im Alterungsprozess zu unterstützen und auf der anderen Seite natürlich eine Gewinnerzielungsverpflichtung einhergeht, wenn ich mich entscheide, so eine Einrichtung privatwirtschaftlich zu betreiben. Auf der anderen Seite könnte man das Gegenargument einräumen, dass der Staat und vielleicht auch kirchliche Einrichtungen vielleicht, wobei nehme ich mal den Staat hier besonders raus, er vielleicht auch der Korruption unterliegt und extrem ineffizient arbeitet, denn der Staat arbeitet ja nicht mit seinen eigenen Geldern, sondern im Prinzip mit den Geldern seiner Bürger. Also könnte man hier enorme Unwirtschaftlichkeit unterstellen und könnte sagen, vielleicht ist es ja gar nicht schlecht, wenn solche Einrichtungen auch privatwirtschaftlich betrieben werden, denn dann wird eher auf Effizienz auch geachtet und nicht nur auf das Thema Menschlichkeit und Unterstützung. Das heißt, man hat vielleicht einfach nur einen Versorgungsauftrag, der aber nicht budgetabhängig ist. Man könnte dem auch positive Komponenten abgewinnen, aber ich selber möchte nicht als Pflegeleitung diese Entscheidungen vor Ort treffen müssen. Wann geht es um das Thema Wirtschaftlichkeit und wann geht es doch eher um das Thema optimale Betreuung von Menschen im Alterungsprozess oder die gehandicapt sind oder pflegebedürftig sind. Also diese Entscheidungen sind sicherlich privatwirtschaftlich nicht einfach zu treffen. Und da braucht es natürlich wirkliche Experten, die wissen, wie man solche Einrichtungen gut und wirtschaftlich betreiben kann. Stichwort Betreibermodell. Das Erste, was du tun solltest, wenn du dich für eine Pflegeimmobilie interessierst, du solltest dich mit dem Betreibermodell auseinandersetzen. Das heißt, was wird hier eigentlich angeboten? Für welche Zielgruppe wird das angeboten? Und das allererste, was du machen solltest, ist dir den Betreibervertrag vorlegen lassen, um genau zu sehen, was erwartet dich hier an Renditemöglichkeiten. In der Regel ist eine Pflegeimmobilie zwischen 20 und 30 Quadratmeter groß und den gleichen Anteil hat man in der Regel nochmal an den Gemeinschaftsräumlichkeiten, denn die sind oft sehr ausgeprägt mit parkähnlicher Situation und ja viel Sozialräumen. Das ist natürlich immer bei so einer Pflegeimmobilie wichtig, dass die Menschen, die dort wohnen, im Prinzip sich auch wohlfühlen. Das heißt, das erste Thema ist schon mal, setz dich mit dem Betreibermodell auseinander. Dann im Prinzip werden diese Betreibermodelle in der Regel nicht über Mietverträge geregelt, sondern über einen Pachtvertrag, also eine ganz speziellen Rechtsform. Und auch hier musst du gucken, welche Mieterhöhungen vorgesehen ist, wie genau das Ganze auszusehen hat. Denn in der Regel werden diese Pachtverträge auf 20 bis 25 Jahre ausgelegt und sie sind eine einzige Einnahmequelle. Das heißt, es ist wirklich wichtig, hier das Betreibermodell sauber zu verstehen und auch seine Zukunftsfähigkeit zu überprüfen. Anbieter versprechen in der Regel bei Pflegeimmobilien immer absolute Sorglospakete mit Renditegarantien. Und genau das gilt es halt nochmal zu überprüfen. Durchschnittliche Preise werden hier so zwischen 150 und 300.000 Euro aufgerufen. Das, was ich so an üblichen einschlägigen Angeboten gesehen habe. Übliche Vertreiber sind Strukturvertriebe. In Banken und Versicherungen werden diese Produkte angeboten. Und hier muss man wirklich genau aufpassen, ob das Projekt im Prinzip sinnhaftig erscheint oder nicht. Denn natürlich verkauft man immer mit dem Argument, ja, steigende Ältere in dieser Gesellschaft, steigender Pflegeanteil, klingt logisch, also investiert man. Nein, so einfach ist es nicht, obwohl es oft so einfach erscheint. Hier ist also Vorsicht geboten. Wenn wir also auf die Vorteile der Pflegeimmobilie eingehen, der erste Vorteil ist, dass die Objekte überall verfügbar sind. Es ist nicht so, wie wenn man jetzt sagt, ich möchte in einer gut nachgefragten Stadt günstig eine Zwei-Zimmer-Wohnung kaufen. Das ist in der Regel immer eine kleine Herausforderung, um gute Objekte zu bekommen. Ja, Schrott kaufen kann im Prinzip ja jeder, aber gute Objekte zu bekommen, da braucht man schon ein bisschen Sachverstand. Da bieten wir auch unser Immobilienmentoring an, was wir unten drunter nochmal verlinken. Aber der Vorteil bei Pflegeimmobilien ist im Prinzip, die kommen wirklich dahergeflogen aus allen verschiedenen Ecken. Das heißt, du musst hier eigentlich keinen großen Suchaufwand betreiben, um im Prinzip Kontakt zu finden mit einer Investitionsmöglichkeit in eine Pflegeimmobilie. Also das ist positiv. Zweitens, da man an einen Betreiber vermietet, hat man natürlich auch keinen Stress in erster Linie mal mit dem Mieter. Das heißt, mit Mieterwechsel, Mietersuche, das sind alles Themen, die du als Investor in eine Pflegeimmobilie im Prinzip nicht kennen musst, denn damit setzt sich ja der Betreiber auseinander. Drittens, aufgrund des wachsenden
Zielgruppenpotenzials, also das Älterwerden der Gesellschaft, dürfte es auch grundsätzlich für den Betreiber mal keine Probleme haben oder nicht besonders problematisch sein, neue Kunden zu finden. Mal ganz grundlegend gesprochen, was man als Vorteil verkauft und als Vorteil sehen kann. Das sind aus meiner Sicht die 3 größten Vorteile. Aber als Investor müssen wir immer kritisch sein. Es geht ja darum, Wirtschaft zu wirtschaften, unser Geld gewinnbringend einzusetzen. Das ist ja die Idee. Du hast ja auch hart für dein Geld gearbeitet. Also sollte dein Investment auch mindestens mal die aktuelle Inflationsrate decken, plus eine gewisse Rendite erwirtschaften oder auch noch am besten, oder nicht oder auch noch, und Cashflow erzeugen. Und hier kommen wir zu den Nachteilen dieses Investments. Erstens, Rendite und Cashflow. An dieser Stelle verweise ich nochmal auf meine Seite education-punk.de, denn genau hier findest du kostenlos einen Immobilienkalkulator. Und bevor du in eine Pflegeimmobilie investierst, rate ich dir, den Kalkulator mal anzuwerfen und zu gucken, rechnet sich das Ding denn überhaupt? Meiner Kalkulation zugrunde, alle Angebote, die ich so im Internet gefunden habe, erzeugen, wenn du voll finanzierst, keinen positiven Cashflow. Oft wird auch nur von dem Thema Bruttorendite gesprochen. Hier werden Renditen versprochen zwischen 3 und 4,5%, aber immer nur wird von Bruttorendite gesprochen und nicht von Nettorendite. Das heißt, es werden eigentlich regelmäßig, oder eigentlich könnte ich sagen immer, weil ich habe kein anderes Beispiel gefunden, die Nebenkosten komplett vergessen, die du ja auch zahlen musst. Auch wird oft möglicher Renovierungsbedarf komplett vergessen und auch Möblierung, die ja irgendwie auch ab und zu mal erneuert werden muss, wird in diesem Modell oft auch vergessen. Aber es kommt hier auf dem Zusammenspiel natürlich auf an zwischen Betreibervertrag und was du als im Prinzip Verpächter zu leisten hast. Entsprechend gilt es hier genau zu prüfen, was kriegst du ja eigentlich, was musst du zahlen und was muss der Betreiber zahlen. In der Regel wirken diese Modelle sehr verwaltungskostenarm, weil größere Teile der Verwaltungskosten sogar teilweise Instandhaltungskosten der Betreiber übernimmt. Aber genau hier geht es zu prüfen, welche Kosten bleiben bei dir und welche Kosten übernimmt der Betreiber. Ein weiterer Nachteil, Nachteil Nummer 2, ist, dass du keine Möglichkeit hast, im Prinzip eigenständig die Immobilie aufzuwerten durch Sanierungen und Verbesserungen, um dann der eigenständige Markt eigene Mieter zu suchen. Nein, hier bist du auf Verderb und komplett im Prinzip auf das gute Wirtschaften des Betreibers angewiesen. Wirtschaftet er schlecht, bist du mit dabei. Wirtschaftet er gut, bist du mit dabei. Und da hilft dir natürlich auch ein 20- bis 25-jähriger, Pachtvertrag nicht, wenn dein Pächter bzw. wenn der Betreiber nicht klarkommt und vielleicht im Worst-Case-Szenario sogar mit dem Betrieb Insolvenz geht. Welche Risiken im Prinzip hat das Betreibermodell oder bringt der Betreiber mit? Da habe ich mir hier einige Punkte aufgeschrieben. Erstes Risiko, was ich sehe, ist das Thema Personalverfügbarkeit und auch Kosten des Personals, also durch Tariflöhne. Denn Fakt ist, dass diese Pflegeberufe oft auch bestimmten Tarifgruppen unterliegt und die haben natürlich auch in Abhängigkeit der Inflation bestimmte Tariflohnerhöhungen zu erwarten. Das heißt, es kann passieren, dass dein Betreiber die Luft ausgeht, indem die Personalkosten permanent steigen. Es ist natürlich auch ganz klar, dass mit höherer Nachfrage nach Pflegeplätzen oder Wohnheimplätzen durch die weitere Alterung der Gesellschaft es zu dem Problem kommt, dass es immer schwieriger ist, Personal überhaupt zu finden. Das heißt, es entsteht ein höherer Wettbewerb an hochqualifizierten und engagierten Pflegepersonal, was auch davon ausgehen lässt, dass die Kosten der Pflege weiter enorm steigen oder sogar explodieren könnten. Als zweiter Punkt, ja klar, in der Regel ist der Staat natürlich auch als Teil- oder Vollfinanzierer dabei. Denn wer zahlt denn die Wohnheim- oder Pflegeplätze? In der Regel wird das in einem bestimmten Faktor je nach Pflegebedürftigkeit aufgeteilt, auch je nach Pflegeversicherung und Versicherungsschutz aufgeteilt, ob jemand eine private Pflegeversicherung hat oder nicht, zwischen Staat und Privatperson. Das heißt, die Frage ist natürlich, wie weit können diese Menschen, die pflegebedürftig sind oder unterstützungsbedürftig sind, sich überhaupt diese Pflege leisten? Denn so ein Pflegezimmer ist überhaupt nicht günstig. Das heißt, hier ist die Frage der Finanzierbarkeit. Und klar ist auch, und das haben wir in der Vergangenheit gesehen, der Staat ist nicht besonders großzügig mit seinem Budget für das Thema Pflege oder Pflegepersonal. Das erleben wir auch in Kindergärten, wie selten hier oder wie schlecht eigentlich oft
Menschen, die sich um Kinder bemühen, bezahlt werden, obwohl doch Kinder eigentlich unsere Zukunft sind und diese Leute bestmöglich bezahlt werden müssen. Wenn wir also von der Vergangenheit ausgehen, was der Staat im Prinzip an Eigenengagement gezeigt hat, um die Gattung Pflege und so weiter zu unterstützen, dann sage ich mal Gute Nacht, Marie. Da sind ja keine besonders hohen Steigerungen zu erwarten, sondern eher das Gegenteil, was auch wieder Druck aufübt, wahrscheinlich auf die Betreibermodelle. Ja, wer böse dabei ist, könnte sogar sagen, warum sollte dich der Staat auch um pflegebedürftige Menschen kümmern? Die können ja so eigenständig in der Regel nicht mehr zur Wahlurne stapfen. Also hier gibt es verschiedene auch böse Zungen zu diesem Thema, aber wenn wir uns die Vergangenheit angucken und die Probleme, die sich immer mehr in der Pflege aufbäumen, ist nicht davon auszugehen, dass der Staat das Budget erweitert für die Pflege, obwohl er es eigentlich müsste, denn er hat ja auch schon genug Probleme, die Rente überhaupt noch zu finanzieren. Ja, Management. Das ist mal das größte Thema. Ein Pflegeheim ist ein operativer Geschäftsbetrieb, der gut gemanagt gehört. Und auch hier gibt es wieder den Zielkonflikt zwischen, ja, investiere ich mehr in Pflegepersonal, sehe ich dazu, dass es meine Insassen besonders gut geht, oder sage ich eher, ich möchte vielleicht auch, dass diese Pflegeeinrichtung, die private, extrem wirtschaftlich betrieben wird. Ich gehe auf Gewinnmaximierung raus. Ich halte diese Balance zu finden zwischen Wirtschaftlichkeit und Humanität als eine sehr große Herausforderung. Und oft werden natürlich auch diese Pflegeeinrichtungen von karitativen Einrichtungen gemanagt. Und ist ja ganz klar, wie gut glauben wir wohl, dass ein Mensch, der Sozialpädagoge vielleicht ist und so eine Pflegeeinrichtung letztendlich betreibt, wie wird wohl seine Ausbildung sein in Bezug auf ökonomische Kennzahlen, in Bezug auf Wirtschaftlichkeit, Kostenmanagementkonzepte, Logistikoptimierung und so weiter und so fort. Ja, eher schlecht, weil sein Akzent liegt ja eher auf der menschlichen Schiene als auf der ökonomischen Schiene. Also ich stelle es mir generell schwierig vor, als Betreiber hier wirtschaftlich zu arbeiten, was natürlich auch wieder, sage ich mal, so Risiken für die Stabilität dieses Geschäftsmodells mit sich bringt. Denn der Betreiber ist ja für uns als Investor die einzige Einnahmequelle. Also ein sehr schwieriges Umfeld. Risiko, ja na klar. So ein Betreiber kann natürlich auch, wenn er schlecht gemanagt wird, einfach Insolvenz gehen. Und dann wird es nicht so einfach sein, einen neuen Betreiber zu finden. Und auch die staatlichen Regulierungen verändern sich natürlich auch permanent. Und mit staatlichen Regulierungen, ich sage mal so, kommen natürlich auch immer neue Kosten und Kostenanforderungen mit sich zu. Das haben wir ja in Deutschland auch gerade im Immobiliensektor. Ständig neue Gesetze führen zu einer Anhebung der Herstellkosten. Aber der Staat möchte nicht, dass die Mieten steigen. Ja, wozu führt das Ganze? Zu immer billiger oder vielleicht auch zur schlechteren Versorgung mit Wohnimmobilien? Also auch hier wiederum sind letztendlich in unserem Gesellschaftssystem, was die Politik zurzeit im Angebot hat, eigentlich schon grundsätzlich mal Konflikte und Probleme vorauszusehen. Und das ist die Frage, möchte ich in diesem streng oder stark regulierten Markt investieren, wo der Staat beteiligt ist mit seinen Möglichkeiten, wo ich als Management doch eher wahrscheinlich pädagogische oder ich sag mal soziale Berufe antreffe und nicht den harten Ökonomen, den es vielleicht für mich als Investor bräuchte, aber für den Menschen, der dort liegt, eben gar nicht. Also ein starker Zielkonflikt, der hier vorherrscht. Wertentwicklungsrisiko, na klar, so Pflegeimmobilien altern extrem schnell. Sie werden ja auch extrem beansprucht. Das heißt, man hat ja eigentlich auch verschiedene andere Risiken. Und wenn es Betreiberwechsel gibt nach 20, 25 Jahren, kann ich eigentlich heute schon mal anfangen zu sparen, denn dann muss ja das ganze Altenheim oder Pflegeheim wieder auf Stand gebracht werden. Da ist halt die Frage, lohnt sich das dann noch? Was kommt danach? Es ist sehr unwahrscheinlich, dass hier eine hohe Wertentwicklung zu erwarten ist. Und auch wenn dann vielleicht die geburtenschwacheren Jahrgänge in 20, 25 Jahre nachfolgen, ist halt die Frage, langfristig gesehen, ja, was mache ich dann im Prinzip mit der ausfinanzierten Wohnung im Altenheim? Kann ich dann überhaupt noch einen Erlös erzielen? Wird es dann überhaupt noch einen Bedarf geben in diesem Maße, vor allem nach abgewirtschafteten Wohn- und Altenheimen? Das ist eine gute Frage, die du dir stellen solltest, bevor du investierst. Hier mal ein schönes Beispiel aus Fürth, einfach um dich nochmal zu sensibilisieren, was möglich ist, wenn du vielleicht in ein Altenheim investierst. Hier die Anzeige von nordbayern.de. Fürth. Die wirtschaftliche Situation des städtischen Altenpflegenheims ist alles andere als rosig.
In diesem Jahr wird wohl ein Defizit von rund 1 Million erwartet. Für 2021 rechnet man mit einem Fehlbetrag von rund 950.000 Euro. Im Prinzip lässt sich die Misere des Altenpflegeheims auf eine einfache Formel bringen. Die Erträge sinken, zugleich steigen die Kosten. Die Heimleitung kämpft nicht nur mit dem Zustand des Komplexes, sondern auch noch mit anderen Problemen, etwa einer Pacht, die mit 84.000 Euro sehr hoch sei und mit steigenden Personalkosten. Das Defizit habe also auch strukturelle Gründe, wie Siegeln sagt. Die Thematik ist also, wenn du in ein Investment investierst, was mal grundsätzlich strukturelle Probleme mit sich bringen könnte, und zwar genau die strukturellen Probleme, die wir vorher beschrieben haben, dann stellt sich natürlich die Frage, ob das für den klugen Investor überhaupt gewinnbringend ist oder ein größtes Risiko darstellt. Aber mal weiter zum Artikel. Städtkämmerin Stefanie Ammon nannte als möglichen Ansatz, die Zahl der Pflegeplätze dauerhaft auf 80 zu begrenzen. Natürliche Fluktuation könne dann für geringere Personalkosten sorgen. Auch durch die Vergabe des Mittagsessens an einen Caterer ließe sich sparen. Maßnahmen, die man laut Heimleitung gemeinsam mit einer Unternehmensberatung entwickelt hat. Na ganz klasse. Das heißt, wenn das Ding nicht mehr läuft, kommt irgendein Caterer und bietet Billigfood an. Das sorgt bestimmt zum guten Werbung für dieses Alten- und Pflegeheim, dass mehr Menschen genau in dieses Alte- und Pflegeheim kommen. Also ich finde das keine schöne Entwicklung und vor allem dann, wenn es schon mal eine Unternehmensberatung braucht, um überhaupt nur ein Pflegeheim wirtschaftlich betreiben zu können. Aber nochmal kurz zum Artikel. Vor diesem Hintergrund sagt Siegeln, ein Altenheim kann man mit 80 Plätzen durchaus kostendeckend betreiben. Dafür aber müsste die Rahmenbedingungen stimmen. Dazu gehören aus ihrer Sicht nicht nur höhere Heimentgelte, sondern auch eine niedrigere Pacht und ein saniertes Gebäude. Also hier wieder an dieser Stelle sieht man genau, was kommen kann, welche Risiken im Prinzip einhergehen mit dem Investment in eine Pflegeimmobilie. Aber kurz nochmal zum Artikel. In einer ähnlichen Rechnung gehen die Überlegungen von Oberbürgermeister Thomas Jung. Er wies im Stadtrat darauf hin, dass viele Wohlfahrtsverbände, die Altenheime betreiben, kostendeckend arbeiten oder sogar Gewinne erwirtschaften. Ja, Heide Richtska. Hier werden sogar Gewinne erwirtschaftet. Manche schaffen es sogar kostendeckend. Also hier sollten spätestens auch bei dir die Alarmglocken läuten. Aber zurück zum Artikel. Entsprechend schlug er vor, zu prüfen, ob für das Altenpflegeheim auch einer der Wohlfahrtsverbände als Betreiber in Frage käme. Eine Kooperation sei ebenfalls denkbar, denn auf Dauer können wir nicht jedes Jahr ein Defizit in Millionenhöhe ausgleichen, so Jung im Gespräch mit der FN. Zugleich beruhigte der Oberbürgermeister aber, es müsse sich weder die Mitarbeiter des Heims um ihre Arbeitsplätze sorgen, noch die Bewohner um ihre Betreuungsplätze. Den Vermieter scheint ja keinen zu interessieren, denn das wärst du als Investor. Und genauso ist es. Du bist für keinen interessant, denn es geht einfach hier an diesem Punkt nicht um dich. Und da ist die Frage, kann man sowas oder sollte man sowas überhaupt privatwirtschaftlich betreiben? Mein persönliches Fazit zur ganzen Sache. Pflegeimmobilien sind auf keinen Fall ein risikoloses Investment. Und denn du bist extrem abhängig von der Wirtschaftlichkeit des Betreibers, aber auch des Standortes. Und du hast es mit einem hochregulierten Markt zu tun. Also überlege dir genau, ob du wirklich in eine Pflegeimmobilie investieren willst und rechne auf jeden Fall nach mit Spitzenbleistift. Ich hoffe, dir hat dieser Beitrag gefallen. Lass ein Abo da. Beste Grüße aus Nürnberg, dein Flo. Wenn du nach einer guten Investitionsmöglichkeit suchst und möchtest einfach mal rauskommen aus dem aktuellen Umfeld, dann schau dir doch unsere Community-Reise dabei. Du bist herzlich eingeladen. Es sind noch 3 Plätze frei. Hey Leute, ich bin der Boris. Ich habe selber in Zypern investiert und ich möchte euch heute die 3 Top-Gründe nennen, warum mein Investment in Zypern bzw. Flo's Zypernreise eins der besten meines Lebens war. Der erste Grund ist die Freiheit. Wir haben in Deutschland aktuell unglaublich viele Einschränkungen. In Zypern, ja, dort gibt es auch Einschränkungen, dort wird aber alles deutlich lockerer gehandhabt. Jedes Geschäft hat geöffnet, jede Dienstleistung ist verfügbar und die Menschen sind unglaublich herzlich. Wenn ihr die Freiheit liebt, werdet ihr Zypern lieben. Der zweite Grund ist das Investment an sich. Ein Kollege von mir, der damals mit unten war, flippt sein Objekt aktuell und das zu einem Aufpreis von 50%. Für mich ist das nichts. Ich vermiete mein Objekt lieber. Immer wenn ich nicht da bin, wird das Objekt vermietet und ich kann mich über eine sehr gute Mietrendite freuen. Der dritte Grund sind die Kontakte.
Ihr werdet wahnsinnig viele Menschen kennenlernen, die an finanzieller Bildung interessiert sind. Ich habe damals einen sehr guten Kontakt kennengelernt, das war der Alex, der hat mir wahnsinnig viel über Aktien beigebracht und ich muss sagen, allein das wäre die Reise schon wert gewesen. Von dem her, klare Empfehlung, Leute, jede Reise beginnt mit einem ersten Schritt. Ja, es braucht Mut, aber geht diesen Schritt. Klare Empfehlung von mir, von Boris. Alles Gute euch.